Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Ich bin hier unterwegs im Harz und hier an dieser Stelle kurz nach Braunlage, da haben wir eigentlich mehr zufällig gehalten, weil wir dieses Schild hier gesehen haben. Hier waren Deutschland und Europa bis zum 12. November 1989 geteilt, steht auf dem Schild. Das ist die B27 und die zieht sich durch den ganzen Harz von West nach Ost. Und dieser rote Pfeil markiert die Stelle, wo wir gerade sind. Der blaue Pfeil, das ist der nächste Ort Elend. Das Ganze ist nämlich hier die deutsch-deutsche Grenze, die Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR gewesen. Und da war auf der einen Seite Braunlage im Westen und der nächste Ort im Osten, das ist das Dorf Elend. Das Ganze ist hier erstmal ein Parkplatz und da drüben steht ein Gedenkstein. Die Blumen und die Kerze haben mit einem Unfall zu tun, der hier vor ein paar Tagen passiert ist. Da ist hier ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Deutschland wieder vereint, 1989 steht da auf dem Schild. Bremker Begegnungsstätte, Grenzöffnung 12.11.89. Der Granitstein bedeutet Spaltung und Wiedervereinigung. 10 plus 5 Eichenblätter symbolisieren die Bundesländer, der Stacheldraht die Trennung durch den eisernen Vorhang. Die Kronen der Eichen werden zusammenwachsen, steht hier. Und das ist jetzt hier die Grenze, das scheint der Weg zu sein, den die Wachsoldaten mit ihren Fahrzeugen langgefahren sind. Ich habe hier ein Foto von einem älteren Schild gefunden. Hier steht: Hier an der Bremke, das war dieses Grenzgewässer, war von 1950 bis 1989 eine undurchdringbare Grenze mit Metallgitterzäunen und Minen auf Seiten der DDR. Die Kolonnenwege, das ist das, wo ich gerade drauf gehe, im Rückraum der Grenzanlagen sind die einzigen Überreste der Grenzbefestigung. Diese Grenze war am Ende des Zweiten Weltkrieges von Stalin, Roosevelt und Churchill grob festgelegt worden. Wo sie im Detail verlief, vereinbarten die DDR und die Bundesrepublik erst ab 1980, nachdem sie sich gegenseitig völkerrechtlich anerkannt hatten. Grenzsteine wurden erst um 1985 gesetzt. Vorher war der westliche Besucher der Grenze unsicher, ob er nicht schon widerrechtlich einen Fuß auf DDR-Gebiet gesetzt hatte. Die Tageszeitung schrieb damals über den 13. November 1989, mehrere hundert DDR-Bürger, die schon seit Stunden hinter der Grenze gewartet hatten, wanderten nach Braunlage. Halb Braunlage besuchte im Gegenzug den 6 Kilometer entfernten DDR-Ort Elend. Das war also ein Tag, nachdem am 12. November um eben genau 14.30 Uhr hier zum ersten Mal die Grenze aufgemacht worden war. Und heute rauscht der Verkehr hier über die B27. Aber wir wollen nach Elend, diesem Ort, der 6 Kilometer von hier entfernt ist. Und da sind wir auch schon in diesem Ort, der tatsächlich Elend heißt. Und dieser Ort Elend, der hat eine wirkliche Sehenswürdigkeit. Neben diesen 2 uralten Eichen, da steht hier auf der Kirchwiese diese Holzkirche. Sie gilt als die kleinste Holzkirche Deutschlands. Sie ist nur 5 mal 11 Meter groß. Sie wurde 1897 geweiht. Der Turm kam 1904 dazu. Der Innenraum der Kirche, der ist 60 Quadratmeter, gibt Platz für 90 Leute. So, das war's dann von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und aus dem Ort Elend hier im Harz. In diesem Sinn, tschüss.